Wir fangen mit einer normalen Vorstellung an. Ne? Ja. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sport. Grüß dich. Heute, du stellst dich selber vor. Ja, ich bin der Donald, Captain Donald Künstlername, bin Steilbahnfahrer und ja. Steilbahnfahrer, das ist ein Beruf. Ja, ist es. Leider nicht mehr sehr bekannt und es ist schwer Nachwuchs zu finden, aber es gehört in die Schaustellerei. Ja, ja. Aber ja, Steilbahnfahrer. Hast du dann hier gelernt? War das der erste Beruf in dieser Bahn oder hast du schon woanders? Ich habe mit 20 angefangen in England Ja. und bin da auch 9 Jahre gefahren. Okay. Und dann bin ich mal in Frankreich gefahren an der Steilbahn. Und dann an dem Geschäft, bevor wir es übernommen haben, bin ich 8 Jahre gefahren als Angestellter. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es immer so? Oder gibt es sowas als feste Organisation, also irgendwo fest reingebaut? Nein, es ist wie gesagt ein Schaustellergeschäft, also fliegender Bau, sagen Ja. wir da. Und wir fahren einfach Stadt zu Stadt, von Ja. Veranstaltung zu Veranstaltung und zeigen, was wir können. Also wenn du jetzt bei den BMW Motorrad Days bist, kann man dich auf so messen und feiern und sowas? Genau. Ja. Voll geil. Ich will jetzt mal auf dieses Gerät auch eingehen. Was hast du gesagt? Was für Baujahr war das? 1928. 1928. Es ist nicht mehr, also es ist vom Bauplan her, ist noch alles original. Ja. Aber es ist halt alles Holz und du musst halt bei Zeiten das Zeug austauschen. Das ist klar, ihr fahrt da drauf. Aber die Konstruktion ist immer noch die gleiche wie 1928. Ja, da geht es ja nur um diese Institution von 1928. Ne? Das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen, wie viele Jahre dazwischen war, was da alles war. Das Ding wird auf Rollen transportiert. Das ist ein Kofferauflieger und Ja. ein Tiefbettauflieger Ja. und da ist alles drauf. Ne? Wie lange braucht ihr für Auf- und Abbau? 1,5, 2 Tage. Kommt Ja, darauf an, was du für Aushilfen hast, wie das Wetter ist. Wenn es den ganzen Tag regnet, dann brauchst du ein bisschen länger. Da geht es halt schwer von der Hand. Und abbauen so mal so zwischen 8 und 10 Stunden. Sag ich jetzt mal. Ja. Dann hast du daheim ein großes Lager, wo das Ding drin steht. Genau, Halle, Ja. dann kommt es rein. Und Wie viel, wenn jetzt kein Corona ist, weil das war jetzt echt scheiße die letzten Jahre, wenn jetzt kein Corona ist, wie viele Veranstaltungen habt ihr circa so im Jahr? 10, 15 ist normal. Also 10, Ja. 15 Mal bauen wir es auf. Ja, und dann muss man mal sehen, das ist nicht nur das Wochenende. Die kommen dann vorher her, bauen auf, haben das ganze Wochenende und dann nochmal die Nachsorge und dann Reparaturen. Ne? Das ist ja die Show, das ist der kleinste Teil von Ja. dem ganzen Geschäft. Weil der Steilbahnfahrer, der fährt halt auch LKW, der baut auf, der baut ab, die Holzarbeiten, die Metallarbeiten, die Mopeds warten, LKWs schauen, dass alles in Ordnung ist. Das machst du halt alles selber. Ja. Und das ist aber auch das Schöne an dem Beruf, weil er halt so breit gefächert ist. Weil du halt wahnsinnig viel machst. Du bist halt nicht nur Artist, du kommst irgendwie, wenn alles fertig ist, auf Schickimicki, sondern machst halt alles. Und das macht den Beruf einfach schön. Jetzt bin ich so dieselbegeistert. Was habt ihr für Zugfahrzeug? Ist das was Modernes oder ist das was Geiles Das alles? ist Scania. Scania. Serie 4 Scania. Okay. Mit irgendwelchen 1,2 Millionen Kilometern. Ja. Also der Verdienst ist jetzt nicht so großartig, Oh, das dass glaub wir ich. alle 5 Minuten neue Zugmaschinen kaufen. Aber es ist wurscht, solange das Zeug fährt. Ja, ja. Passt. Wir haben auch einen alten Daimler mit 24 Jahre auf der Uhr. Ich warte jeden Tag auf die Lichtmaschine. Also, dass sie kommt. Dass sie kommt. Riemen schon 10-mal getauscht. Wenn er Ja, läuft, das ist so. läuft er. Ja, man muss es. Ich habe jetzt einen Aufkleber auf dem Bus gemacht, da steht drauf, ich muss kein altes Fahrzeug fahren. Ich kann. Ja, genau. Und diese Motorräder, hast du die damals mit übernommen bei der Übernahme von der? Also die Indien zum Beispiel, die ist schon immer an der Steilwand. Ja. Die ist aus Amerika importiert, kam halt als ganz normales Straßenfahrzeug und ist aber keinen Meter auf der Straße gefahren. Die ist halt von dem damaligen Eigentümer gekauft worden. Die Wand ist übrigens hier in Berlin gebaut worden im Auftrag von einem Münchner Schausteller. Oh, cool. Und darum ist es jetzt ganz cool, dass wir Ja. halt auch in Berlin wieder auftreten. Und seitdem ist die an der Steilwand. Also die haben noch keinen Meter Straße gesehen. Technisch gesehen, ihr macht das Motorrad an, ihr fahrt, sagen wir mal 10 Minuten, macht es wieder aus. Oder 5 Minuten. Habt ihr da spezielles dünnes Öl drin oder habt ihr da keinen Verschleiß am Motor? Da ist SAE 50 drin. Echt? Also puren Honig, ja. Nee, das ist einfach ein super, super zuverlässiges Motorrad. Und du musst aber auch sehen, dass wir die jetzt nicht hochtourig fahren. Ja, ja. Kann man auch gar nicht, weil sonst Wir fliegst du fahren weg. Die ganze Zeit also 43 Minimum, weil sonst rutscht runter. Ja. Und du fährst halt irgendwelche 50 und werden halt täglich angeschaut und wir machen alles selber. Ich habe einmal bei der die Deckel oben aufgemacht und da sind noch die Originalkolben drin. Wow. Was mir aufgefallen ist, wir müssen leider nachher noch mal rein. Also was heißt leider? Wir müssen es dann noch mal filmen. Wenn ihr fahrt, dann war das Hinterrad so und das Vorderrad war so im Blickwinkel. Ja, klar, du hast ja die Anziehungskraft. Ja. Also habt ihr da noch nie einen Rahmenbruch gehabt? Nee, Wir bieten Rahmenverstärkungen an. bei der Indian nicht. Bei der, also wir haben jetzt eine BMW draußen Ja. stehen, da ist der Rahmen gerissen. Aber da ist halt, die Rahmenwandung ist bei denen halt viel dünner. Ja, ja.
Aber die fahren auch schön, also super Mopeds für die Steilwand. Klein, Weil das ist handlich, leicht. mir echt so aufgefallen. Ich habe gedacht, Alter, wie das Motorrad sich da anlegt. Ne? Ja, ja. Und das ist jetzt alles nur von einem einseitigen Fahren. Genau. Schau mal, da ist gar kein Profil mehr. Bei dem siehst du es. Schau mal da drüben. Der ist halt jetzt auf der Seite abgefahren, jetzt nehmen wir die andere Seite. Ja. Und dann verkaufe ich ihn als meinen Privatreifen und sage, schau, so fährt man auf der Straße. Ja. Ich finde es so faszinierend, dass diese Dinger einfach noch so gehen. Ne? Ja, aber ich sage, du hast halt mit der neuen Technik, da hast keine Ahnung, 15 Steuergeräte drin, einen Haufen Elektrik. Was braucht der Motorrad? Ja, Motor, Rahmen, Lenker, 2 Reifen, fertig. Aber jetzt muss man sich mal überlegen, was der Aussteller zu der damaligen Zeit an Geld investieren musste. Ne? Der Schausteller, Ja, der das machen lassen, ja. Diese Dinger, die Motorräder, das ist richtig viel Geld gewesen. Vor allem, du musst ja überlegen, das war ja damals ein neues Motorrad. Genau, das war nagelneu. Der hat erst mal weggebaut, es hat kein eBay gegeben. Ja, die Teile liegen wahrscheinlich bei ihm noch im Keller jetzt. Und das hast du nichts mit anfangen können. Ja. Heute verkaufst du es. Und dann hast du vielleicht mit 2 oder 3 Maschinen, 2 wahrscheinlich angefangen. 2 Maschinen haben die dann angefangen. Dann haben die da 2 neue Maschinen und so ein Gebäude hinlegen müssen. Das hat auch schon TÜV geben, ne? Ja, früher hat's, der TÜV hat früher Bayerischer Revisionsverein geheißen. Dampfkessel-Test. Ja, Na gut, ist voll geil. Voll geil. Wann habt ihr die nächste Show? 1. Um 1. Und da müssen wir dann noch mal rein. Ne? Einen guten Platz doch. Ja, Ich finde es geil, was du da machst. danke schön. Macht Spaß. Glaube ich dir. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Man sieht sich immer wieder. Ne? Viel Spaß in der Vorstellung. Danke. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Jetzt sind wir bei Movember. Movember. Die Movember Foundation, Charity-Organisation für Männergesundheit. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und Spenden zu sammeln für die Männergesundheit. Schwerpunkt Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit, all die Themen, über die Männer nicht so gerne reden. Movember ist entstanden in Australien, 2003 schon. Ein paar Jungs am Sonntagnachmittag haben Bier zusammen gehabt, im Pub gesessen, haben über Trends philosophiert, haben festgestellt, alles hatte ein Comeback, nur der Schnurrbart noch nicht und wollten das ändern. Dabei ist eine Wette entstanden, wer sich jetzt bis Ende des Monats den besten Schnurrbart wachsen lässt. Und die haben einfach eine spaßige Zeit gehabt, sind von den Leuten schief angeguckt worden. Damals, Anfang 2000er mit Schnurrbart, war ein bisschen creepy alles. Hatten am Ende des Monats eine große Party und haben den besten Schnurrbart prämiert. Das waren die Anfänge von Movember. Und dann kam der ganze Freundeskreis auf die zu und hat gefragt, hey, wir wollen auch mitmachen, was können wir tun, wie funktioniert das Ganze? Dann kamen sie so dazu, wir können hier irgendwie was schaffen, die Leute haben da Bock drauf, lass das doch für was Gutes nutzen. Trev, einer der Gründer von Movember, der hat mit seiner Agentur damals schon für die Brustkrebshilfe gearbeitet. Die gibt es schon viel länger, super aktiv und auch relativ bekannt, aber Männergesundheit, Prostatakrebs kannte niemand, hat niemand drüber gesprochen. Das haben sie dann zum Anlass genommen, auch was für die Männergesundheit zu tun. Haben dann angefangen, Spenden zu sammeln für die Männergesundheit im nächsten Jahr. Der ganze Freundeskreis hat mitgemacht und dann haben sie irgendwie ein paar 100 Euro zusammengekratzt und sind dann damit zum Krankenhaus, urologische Abteilung und haben das dann dort irgendwie abgegeben. Die hatten sie vorher auch schon angefragt und haben denen erzählt, wir wollen uns Schnurrbärte wachsen lassen und was für die Urologie, für die Männergesundheit machen. Da haben die ausgelacht. Dann
nachdem sie dann das Geld hatten, sind sie vorbeigegangen. Sie wurden ernst genommen. Und ja, mittlerweile ist es eine Riesenorganisation geworden. Der größte nicht staatlich geförderte Geldgeber im Bereich Prostatakrebsforschung weltweit. Also es geht dabei, Forschungsprojekte global zu unterstützen und zu initiieren und dabei Forscher auch zusammenzubringen. Also dass nicht jeder in seinem eigenen Labor sitzt und vor sich hin forscht, sondern dass man diese Forscher zusammenbringt, dass sie an einem Strang ziehen. So. Was meine Frage ist, Ja. wenn ich mir einen Bart gewachsen lasse, habe ich noch nichts für die Umwelt, für die Charity getan. Wie kann ich was dafür tun? Das ist die Frage. Sehr gut. Weil einfach einen Bart wachsen lassen hilft ja keinem, ne? Genau. Außer, dass meine Frau mir auf den Backen haut. Die wird es sicherlich begrüßen, denn es ist ja für den guten Zweck. Ja, aber was mache ich? Wie mache ich das für einen guten genau. Zweck? Genau. Und zwar geht es darum, im November sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, den Mustache, November, Ja. Movember. Und damit auf das Thema aufmerksam zu machen. Und indem du das machst, funktionierst du quasi als wandelndes Werbeplakat für den November. Du wirst angesprochen, hey Manuel, was ist mit dir verkehrt? Seit wann hast du hier einen Schnurrbart? Genau, das wollten wir hören. Hast du sie noch alle? Was ist denn bei dir verkehrt? Dann kannst du sagen, hey, ich mache das für November, ich mache das für einen guten Zweck. Genau deshalb mache ich das, damit du mich ansprichst und wir einfach mal über die Männergesundheit sprechen können. Warst du denn schon bei der Vorsorge zum Thema Prostatakrebs? Ja, wie geht's dir denn überhaupt? Lass uns doch einfach mal ein bisschen Wie kommt quatschen. eure Organisation an Geld ran? Das funktioniert dann so, indem du dich auch auf der Movember-Seite registrierst mit einem Profil. Facebook nur abgespeckt, würde ich sagen, also ein Profil. Und dann kann ich an dein Profil spenden. Und dadurch werden ganz viele kleine Spenden gesammelt und da kommen dann schon einige Millionen auch zusammen. Das ist die wichtige Seite, also mitmachen, Movember.com. Bart wachsen lassen und ein Profil erstellen. Weil das müssen die Leute wissen. Ne? Genau, Was genau. können sie machen und Genau. wie können sie helfen? Und Und wir helfen ja auch den Frauen, wir schicken die Frauen ja auch immer zur Untersuchung, warum soll für uns nichts getan werden? Ich bin für Gleichberechtigung. Männer mit Röcke. Sehr schön, Ja. genau. Cool. Haben wir noch Fragen? Ich wollte euch noch von unserer Ausstellung hier erzählen, von den Bildern, die wir hier ausstellen, von Benedict Redgrove, Fotograf, Künstler aus England. Diese Bilder können nämlich ersteigert werden und zugunsten der Movember Foundation. Das Ganze im November dann. Und zwar sind die Bilder entstanden auf dem letzten Mile Festival letzten Jahr. Und Benedict hat das Ganze dokumentiert und dann im Nachhinein die Bilder nochmal bearbeitet und freigestellt. Es sind insgesamt 40 Bilder, die dann versteigert werden und alles zugunsten der Movember Foundation. Das Projekt ist entstanden zusammen mit Malle London. Ich bin gespannt, was das Ganze bringt, wie viel dann rumkommt. Denn ich finde die Bilder persönlich sehr, sehr geil. Spannender Typ und coole Bilder. Was sagst du dazu? Also das finde ich schon geil. Ne? Erst das, dann hier. Würde in meiner Werkstatt stehen, ne? Schon geile Sache. Aber es wird hier Rahmenverstärkung. Kann man die Adresse vom Kunden nochmal haben? Also im November, wer auf mein Profil schaut, der wird sehen, dass es anfängt flügge zu werden. Es ist nur Kraut, was kommt, aber es kommt. Ich danke dir ganz herzlich für die Information. Mein Lieber, schön, dass du da warst. Ja. Und wir sehen uns ja irgendwie Haselrodeo oder sowas. Ne? Wenn Spätestens du dann, ja. Spätestens da. Bis dann.